Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um den Bluetti Balco 260, also ein Balkon-Kraftwerkspeicher mit integriertem Wechselrichter, App-Steuerung, Smart-Meter-Anbindung und einer zusätzlichen AC-Steckdose für Off-Grid- oder Notstromanwendung. Auf dieses System war ich ehrlich gesagt ziemlich gespannt, weil es auf dem Papier sehr viel verspricht. Hoher PV-Eingang, großer Akku, Erweiterbarkeit, Smart-Meter-Regelung und sogar Home Assistant-Anbindung. Aber wie immer gilt, entscheidend ist nicht nur, was auf dem Datenblatt steht, sondern was im Alltag wirklich funktioniert. Dieses Video enthält Werbung, weil mir das Gerät für den Test zur Verfügung gestellt wurde. Meine Meinung und meine Erfahrungen bleiben davon aber unberührt. Ich zeige euch also wie immer, was mir gefällt, was gut funktioniert und wo ich noch Verbesserungspotenzial sehe. Und noch ein wichtiger Hinweis, ich zeige hier mein Testgerät und meine Erfahrung. Aussagen wie Plug-and-Play, steckerfertig oder einfache Installation bedeuten nicht automatisch, dass man sich nicht selbst über die aktuellen geltenden Vorschriften, Anmeldungen, Netzbetreibervorgaben und erlaubten Anschlussarten informieren muss. Das müsst ihr für euren Standort selbst prüfen. Was ist der Bluetti Balco 260? Der Balco 260 ist im Prinzip ein All-in-One-System für Balkonkraftwerke. Solarstrom kommt über die PV-Eingänge in das Gerät, von dort kann die Energie direkt ins Hausnetz eingespeist werden. Überschüssiger Solarstrom kann im Akku gespeichert und später wieder abgegeben werden. Der integrierte Akku hat 2,56 Kilowattstunden. Wer mehr Kapazität braucht, kann Erweiterungsakkus stapeln. Laut Hersteller sind bis zu 5 Zusatzakkus möglich, wodurch das System auf maximal etwa 15,36 Kilowattstunden kommt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, mehrere Balco-Systeme in einer Art Verbund zu nutzen. Das ist interessant, aber in diesem Video nur ein Hinweis, denn getestet habe ich hier ein einzelnes Balco 260-System. Optisch gefällt mir das Gerät sehr gut. Es sieht modern aus, ist sauber verarbeitet und wirkt nicht wie eine klassische, schwere Technikbox. Das Gehäuse besteht zum großen Teil aus Kunststoff. Das kann man negativ sehen, muss man aber nicht. Mich stört es nicht, weil Kunststoff bei so einem Gerät auch Vorteile hat. Es ist wettertechnisch stabil, rostet nicht und hilft dabei, das Gewicht noch halbwegs handhabbar zu halten. Das Gerät ist natürlich kein Leichtgewicht, aber es lässt sich noch gut bewegen. Die Griffe sind sinnvoll angebracht und man kann den Balko vernünftig anfassen, wenn man ihn umstellt oder neu positioniert. Für mich ist das Handling also ein Pluspunkt. Am Gerät selbst gibt es vorne nur einen physischen Knopf und die LED-Leiste. Der Knopf ist aber mehrfach belegt. 3 Sekunden gedrückt halten, System ein- oder ausschalten. Dafür muss es aber von Solar und Netz getrennt sein. 1 Sekunde gedrückt halten, AC-Eingang aus- und einschalten. Dreimal drücken, bestimmte Systemfehler quittieren. Viermal drücken und beim vierten Mal 2 Sekunden halten, Werkseinstellung wiederherstellen. Der Power-Button leuchtet blau, wenn das System eingeschaltet ist. Rechts an der Leiste gibt es zusätzlich die AC-Anzeige. Wenn AC leuchtet, ist der AC-Ausgang aktiv. Die LED-Leiste zeigt verschiedene Zustände an. Beim Einschalten läuft sie von außen zur Mitte und wieder zurück. Beim Ausschalten verblasst sie. Beim Laden pulsiert sie. Beim Firmware-Update läuft sie von links nach rechts. Außerdem ist die Leiste in 4 Segmente unterteilt. Jedes Segment steht grob für 25% Akkustand. Wichtig ist aber, Entladung, Standby und Selbstheizung sehen statisch aus. Die LED-Leiste ist also gut für eine schnelle Sichtkontrolle, aber nicht für eine genaue Auswertung der Leistung. Dafür braucht man die App, den Eco-Tracker, Home Assistant oder die lokale Web-Oberfläche. Blau bedeutet WLAN verbunden, weiß bedeutet keine WLAN-Verbindung. Gelb oder rot deutet auf eine Warnung oder einen Fehler hin, den man dann genauer in der App auslesen muss. Ein sehr wichtiger Punkt beim Balco 260 ist der PV-Eingang. Das Gerät kann laut Hersteller bis zu 2400 Watt Solarleistung aufnehmen. Das ist für ein Balkonkraftwerk-Speichersystem ziemlich viel und in der Praxis interessant, weil man damit mehr Spielraum bei der Modulbelegung hat. Besonders spannend sind die mehreren PV-Eingänge bzw. MPPT-Kanäle. Dadurch kann man Module flexibler anschließen, zum Beispiel bei unterschiedlichen Ausrichtungen oder wenn einzelne Module zeitweise verschattet sind. Gerade bei Balkon, Terrasse, Garage oder Gartenhaus hat man selten perfekte Bedingungen.
Mal zeigt ein Modul eher nach Osten oder ein anderes eher nach Süden oder Westen. Mehrere Eingänge können helfen, solche Situationen besser auszunutzen. Wichtig, das ist keine Anleitung zur Modulauslegung, achtet immer auf die zulässige Spannung, Stromgrenze und die Vorgaben des Herstellers. Eine Besonderheit des Balco 260 ist die zusätzliche AC-Steckdose. Diese Steckdose kann man separat ein- und ausschalten. Laut Hersteller sind über diese Off-Grid-Seite bis zu 1200 Watt aus dem Gerät möglich. Wenn das System am Netz hängt, wird eine höhere Gesamtleistung bzw. Durchleitung angegeben, sodass bis zu 2300 Watt nutzbar sein sollen. Ich habe jetzt ein Messgerät an die Off-Grid-Steckdose vom Balco 260 angeschlossen und einen Industrieföhn, der verbraucht 1230 Watt ungefähr auf der ersten Stufe, und die Steckdose vom Balco 260 kann ohne Netzverbindung 1200 Watt abgeben. Die Netzverbindung habe ich getrennt, das heißt, es wird jetzt kein Strom aus dem Netz durchgeschleift, sondern nur der reine Strom aus dem Akku verwendet, also diese 1200 Watt. Und jetzt schalte ich den Föhn mal ein und dann schauen wir, ob das Balco diese Leistung erbringt. Wie ihr seht, das funktioniert ohne Probleme. So, jetzt ist das Balco mit dem Netz verbunden. Das heißt, 2300 Watt können nun durch die Steckdose entnommen werden. 1200 aus dem Akku und der Rest dann aus dem Netz. Und wir schauen jetzt mal, ob das auch funktioniert. Der Föhn erreicht nicht ganz die 2300 Watt, aber es sind auf jeden Fall mehr als die 1200, die ohne Netz möglich sind. Ich werde nun einen kleinen Test machen, und zwar werde ich den Föhn einschalten und dann die Verbindung zum Stromnetz für das Balco trennen, und dann schauen wir, wie lang die Umschaltzeit ist, wenn es von Netzstrom auf Akkustrom umschaltet, also quasi die Notstromversorgung für die Steckdose. Ich schalte mal den Föhn ein und dann trennen wir die Verbindung vom Balco zum Netz. Wie ihr gehört habt, es gab einen kurzen Aussetzer. Dem Föhn ist das egal, aber ein PC wäre jetzt abgestürzt. Praktisch heißt das, man kann daran zum Beispiel einen Scheinwerfer, Ladegerät, eine Lampe oder andere unkritische Verbraucher betreiben. Ich habe aber auch ausprobiert, was bei einem Stromausfall passiert. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Die Umschaltung vom Netzbetrieb bzw. Durchleitung auf Batteriebetrieb ist bei meinem Test nicht unterbrechungsfrei. Das bedeutet, ich würde das nicht als vollwertige USV für empfindliche Geräte wie PC, NAS oder Router sehen. Für unkritische Verbraucher ist es aber trotzdem interessant, zum Beispiel im Garten, in der Garage, beim Camping oder einfach als Notstromreserve. Beim Rundgang um das Gerät fallen noch ein paar Hardware-Details auf. Es gibt einen Anschluss für den Potentialausgleich, ein Überdruckventil, spezielle Steckverbindungen und Kühlrippen bzw. Kühlstrukturen am Gehäuse. Bluetti bewirbt das System mit verschiedenen Schutzmechanismen und intelligenter Überwachung. Die internen Schutzmechanismen kann ich natürlich nicht im Detail prüfen, was ich aber zeigen kann, sind die sichtbaren Bauteile am Gerät und die Wärmeentwicklung in Betrieb. Ich habe dazu eine Wärmebildaufnahme gemacht. In meinem Test wurde das Balco 260 an der wärmsten sichtbaren Stelle ungefähr 47 Grad Celsius warm. Das ist natürlich nur ein Moment aus meinem Test und hängt davon ab, wie stark das Gerät gerade arbeitet, wie warm die Umgebung ist, ob geladen oder entladen wird und wie gut die Luft um das Gerät zirkulieren kann. Für mich sieht die Wärmeentwicklung in diesem Test nicht dramatisch aus, aber sie zeigt auch, das Gerät sollte nicht komplett zugestellt oder eingeengt betrieben werden. Etwas Luft rund um das Gehäuse ist sinnvoll, damit die Wärme abgeführt werden kann. Ein Punkt, den man bei Speichern nicht unterschätzen sollte, ist der Eigenverbrauch. Bluetti nennt für den Balco 260 eine Umwandlungseffizienz von rund 96%.
Zusätzlich gibt der Hersteller einen sehr niedrigen Standby-Verbrauch von etwa 4,5 Watt im Standby und etwa 14,5 Watt im AC-Leerlaufbetrieb an. Also wenn die AC-Seite aktiv ist, aber gerade keine nennenswerte Last versorgt wird. In der Praxis passt das grob zu dem, was ich gesehen habe. Ohne aktivierte Steckdose liegt der Eigenverbrauch ungefähr im Bereich von wenigen Watt. Wird die zusätzliche AC-Steckdose eingeschaltet, kommt noch einmal etwas Verbrauch dazu. Das ist logisch, denn da ist der AC-Wechselrichter bzw. die AC-Seite aktiv. Man bekommt dadurch zwar praktisch Off-Grid-Steckdose, aber sie kostet im Leerlauf eben auch etwas Energie. Deshalb würde ich die AC-Steckdose nicht dauerhaft eingeschaltet lassen, wenn man sie gerade nicht braucht. Für Scheinwerfer, Ladegeräte, Garten oder Garage oder einfach eine Notstromreserve ist sie praktisch. Aber wenn nichts angeschlossen ist, sollte man sie besser ausschalten. Das Balko hat eine Selbstheizung bzw. Batterieheizung. Das ist vor allem bei niedrigen Temperaturen interessant. LiFePO4-Akkus haben viele Vorteile, aber beim Laden bei Kälte muss man vorsichtig sein. Eine Heizung kann helfen, den Akku vor dem Laden auf eine geeignete Temperatur zu bringen. Das ist ein sinnvoller Punkt, gerade wenn das Gerät draußen oder in einem unbeheizten Bereich steht. Die App spielt beim Balko 260 eine große Rolle. Darüber laufen Einrichtung, Smart Meter Kopplung, Betriebsmodi, AC-Ausgang, Firmware-Updates und die Anzeige der Leistungswerte. Ich finde die App grundsätzlich übersichtlich. Der wichtigste Modus für meinen Test ist Selbstnutzung. Im Selbstnutzungsmodus nutzt der Balko die Daten vom Smart Meter, bei mir also vom Eco-Tracker, und versucht den aktuellen Hausverbrauch möglichst passend auszugleichen. Daneben gibt es den Backup-Modus. Dabei wird der Akku als Reserve gehalten bzw. geladen. Das ist interessant, wenn man bewusst Notstromreserve vorhalten möchte. Außerdem gibt es benutzerdefinierte Einstellungen bzw. Custom-Modi. Je nach App-Version kann man dort mit festen Vorgaben oder Zeitsteuerung arbeiten. Für mich steht in diesem Video aber klar der Selbstnutzungsmodus mit Eco-Tracker im Mittelpunkt, weil das für die meisten Balkonkraftwerksnutzer wahrscheinlich der wichtigste Alltagsmodus ist. Jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Praxisteile in diesem Video, die Verbindung mit dem Eco-Tracker. Der Balko 260 kann mit verschiedenen Smart-Metern arbeiten. Neben Bluetti eigenen Lösungen wie S-Meter und Smart Plugs werden auch Drittanbieter wie Shelly und Everhome unterstützt. Ich nutze hier den Everhome Eco-Tracker, weil ich ihn schon im Einsatz habe und damit echte Werte vom Zählerpunkt bekomme. Wichtig bei der Kopplung: Balko, Smartphone und Smart Meter müssen sauber im selben 2,4 GHz WLAN erreichbar sein. Und genau da hatte ich anfangs Probleme. Im normalen Heimnetz war die Verbindung zwischen Balko und Eco-Tracker nicht zuverlässig. Teilweise wurde der Zähler nicht sauber gefunden oder die Verbindung war instabil. Am Ende hat bei mir geholfen, Balko und Eco-Tracker in ein separates WLAN zu packen. Seitdem kommunizieren die Geräte deutlich zuverlässiger. Das heißt nicht, dass jeder so ein separates Netzwerk braucht, aber wenn die Kopplung Probleme macht, würde ich genau dort anfangen zu suchen. Gleiches 2,4 GHz WLAN, kein Gastnetz, keine Klientisolation, keine problematische Repeaterkette, Balko und Eco-Tracker im selben Netzwerk erreichbar. In der App sollte der Zähler außerdem als Gridmeter eingerichtet sein. Das ist wichtig, weil der Eco-Tracker dann als Messpunkt am Netzanschluss interpretiert wird und nicht als einzelner Verbraucher. Beim Eco-Tracker gibt es keine CT-Klemme, weil er optisch bzw. per IR am Stromzähler misst. Der Teil mit verdrehten Stromklemmen betrifft eher Shelly-Installationen. Trotzdem sollte man prüfen, ob Vorzeichen und Energiefluss logisch passen. In der App gibt es eine Einstellung für den Leistungsanpassungsbereich. Dort kann man zwischen Einphasig und Drehstrom gesamt wählen. Einphasig bedeutet, das System orientiert sich an der Leistung der angeschlossenen Phase. Das ist strenger, wenn man auf dieser einen Phase möglichst keine Einspeisung haben möchte. Drehstrom gesamt bedeutet, das System betrachtet die Gesamtleistung über alle 3 Phasen. Da mein Eco-Tracker am Zählerpunkt misst und ich den gesamten Hausverbrauch ausgleichen möchte, ist für meinen Test die Gesamtbetrachtung interessanter. Gerade bei saldierenden Haushaltszählern ist oft der Gesamtwert entscheidend. Trotzdem gilt auch hier: Prüft eure eigene Installation und die Vorgaben bei euch vor Ort. Die Regelung mit Eco-Tracker funktioniert bei mir inzwischen. Wenn ein größerer Verbraucher eingeschaltet wird, erkennt der Eco-Tracker den veränderten Hausverbrauch,
und der Balko passt seine Leistung an. Aber die Reaktion ist nicht blitzschnell. Ich zeige euch das hier im Splitscreen. Oben die Eco-Tracker-Werte, unten die Bluetti-App. Der Eco-Tracker ist dabei kein Konkurrenzprodukt. Er liefert nur die Messwerte. Für den normalen Alltag ist die Regelung grundsätzlich nutzbar. Aber man sieht, wenn der Hausverbrauch stark steigt oder fällt, dauert es einen Moment, bis der Balko sauber nachregelt. Das ist kein Grund, das System schlecht zu reden, aber hier wünsche ich mir, dass Bluetti mit kommenden Firmware- oder App-Updates noch etwas schneller und präziser wird. Ein wichtiger Punkt hat sich mit dem letzten Firmware-Update geändert. Der Balko 260 hat jetzt eine deutlich umfangreichere lokale Web-Oberfläche bekommen. Ihr erreicht diese Oberfläche direkt im lokalen Netzwerk über die IP des Geräts. Bei meinem Gerät ist der Benutzername Admin und aktuell wird kein Passwort benötigt. Wichtig, das ist mein aktueller Stand mit meiner Firmware. Das kann sich durch Updates natürlich ändern. Die Oberfläche nennt sich Bluetti Hems und wirkt deutlich umfangreicher als das, was man von vielen Geräten in dieser Klasse gewohnt ist. Man sieht dort unter anderem den Netzwerkstatus, WLAN verbunden, Internet erreichbar, MQTT angemeldet, WLAN-Signalstärke, IP-Adresse, Gateway und DNS. Außerdem gibt es eine lokale Live-Power-Ansicht. Dort werden zum Beispiel AC-Last, PV-Gesamtleistung, Netzeingang, Netzausgang, Batterieladen, Batterieentladen und verschiedene Energieflüsse angezeigt. In meinem Screenshot sieht man zum Beispiel, wie PV-Leistung, AC-Last und Netzausgang getrennt dargestellt werden. Genau solche Werte sind praktisch, wenn man verstehen möchte, was das System gerade wirklich macht. Es gibt außerdem einen Bereich Parallelsync. Dort sieht man Parameter für einen Parallelbetrieb bzw. für mehrere gekoppelte Invertersysteme. In meinem Fall steht dort ein Master und keine Slaves, weil ich nur ein einzelnes Balco-System teste. Für mich ist diese lokale Oberfläche ein klarer Fortschritt. Vorher war vieles stärker auf App und Cloud fokussiert, jetzt gibt es zusätzlich eine lokale Ansicht mit Statuswerten und Energieflüssen. Aber ich würde trotzdem vorsichtig einordnen, es ist eine lokale Web-Oberfläche zur Anzeige und teilweise Verwaltung. Ich sehe darin aktuell noch keine einfache, frei einstellbare lokale Wattregelung für Nulleinspeisung. Dafür bleibt im Alltag weiterhin die App- und Smart-Meter-Regelung wichtig. Home Assistant ist für viele natürlich spannend. Beim Balco 260 sehe ich in Home Assistant aktuell verschiedene Sensoren. Akkustand, PV-Leistung, Netzleistung, AC-Ausgangsleistung und den Inverterstatus. Außerdem kann ich den AC-Ausgang schalten und den Arbeitsmodus wechseln. Bei mir sind folgende Modi sichtbar: Self-Consumption, Backup und Custom. Was ich aktuell aber nicht sehe, ist ein frei einstellbarer Wattwert für die Einspeiseleistung oder Grundlast. Das heißt, für Monitoring und einfache Automation in Home Assistant interessant. Für eine schnelle lokale Leistungsregelung ist es aktuell aus meiner Sicht aber nicht die ideale Lösung. Nach meinem Stand läuft die offizielle Integration über die Bluetti Cloud und nicht als direkte lokale Schnittstelle. Für sekundenschnelle Nulleinspeisung würde ich mich darauf also nicht verlassen. Spannend ist jetzt aber die neue lokale Hems-Web-Oberfläche. Ob daraus langfristig mehr lokale Möglichkeiten entstehen, muss man sehen. Im aktuellen Test nutze ich Home Assistant vor allem zur Anzeige und für einfache Steuerungsmöglichkeiten. Zur Balco-Serie gehört auch die Idee, mehrere Systeme kabellos zusammenarbeiten zu lassen. So könnten mehrere Balco-Geräte gemeinsam Energie verwalten und in verschiedenen Bereichen des Hauses eingesetzt werden. Das passt auch zur lokalen Web-Oberfläche, denn dort gibt es einen Bereich für Parallelsync. In meinem Test ist aber nur ein einzelnes System vorhanden, deshalb kann ich diese Verbundfunktion nicht praktisch bewerten. Außerdem gibt es noch den Balco Transfer Hub. Der soll vorhandene Powerstations in ein Balkonkraftwerkssystem einbinden. Das ist aber ein anderes Produkt und nicht Teil dieses Tests. Mein Fazit zum Bluetti Balco 260 fällt insgesamt positiv aus, aber nicht unkritisch. Die Hardware gefällt mir richtig gut. Design, Gehäuse, Handling, PV-Eingang, Erweiterbarkeit und AC-Ausgang sind starke Punkte. Auch die Grundidee ist sehr gut. Solarstrom nutzen, Überschuss speichern, später wieder abgeben und das Ganze über einen Smart Meter möglichst passend am Hausverbrauch ausrichten. Mit dem letzten Firmware-Update ist außerdem die lokale Web-Oberfläche deutlich interessanter geworden.
Man kann lokal im Netzwerk auf die Bluetti Hems Oberfläche zugreifen und dort Status, Netzwerkdaten, Live-Power-Werte und Parallel-Sync-Informationen sehen. Aber bei so einem System steht und fällt der Alltag mit App, Netzwerk, Smart Meter-Anbindung und Reaktionsgeschwindigkeit. Bei mir funktioniert die Eco-Tracker-Anbindung inzwischen, aber erst nach Updates und mit einem separaten Netzwerk wirklich zuverlässig. Die Regelung arbeitet, aber sie reagiert noch etwas träge. Für die normale Nutzung ist das grundsätzlich brauchbar. Wer aber eine extrem schnelle, lokale Echtzeitregelung erwartet, sollte wissen, da ist aktuell noch Luft nach oben. Ich hoffe, dass Bluetti hier mit Firmware und App-Updates weiter nachlegt. Denn die Hardwarebasis ist aus meiner Sicht stark und die neue lokale Weboberfläche zeigt, dass sich beim System noch einiges entwickelt. Wenn ihr selbst ein Balco 260 nutzt, vielleicht mit Eco-Tracker, Shelly, Home Assistant oder der neuen lokalen Hems-Oberfläche, schreibt eure Erfahrungen gern unten in die Kommentare. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst gern ein Like und ein Abo da. Den Link zum Produkt findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Tschüss, bis zum nächsten Mal.